Alles begann an einem ganz gewöhnlichen sonnigen Tag, als Joanne, eine Bewohnerin eines ruhigen Vororts, beschloss, ihren unscheinbaren Hinterhof in Ordnung zu bringen und dabei etwas Merkwürdiges unter den alten Büschen am Rand des Grundstücks entdeckte. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein gewöhnlicher runder Stein, doch bei genauerer Betrachtung begann er seltsame Konturen anzunehmen. Die Neugier siegte und Joanne beschloss, den Fund genauer zu untersuchen. Sie griff nach dem Stein und spürte ein leichtes Kribbeln in den Fingern, als würde Elektrizität über ihre Haut laufen. Als Joanne das Gras beiseite schob, entdeckte sie, dass sich unter dem Stein noch mehr verbarg. Eine kleine, schimmernde Ovalform, die wie pulsierendes Licht wirkte. Es war, als hätte sie einen neuen Stern entdeckt oder ein Portal in eine andere Welt geöffnet. Ein seltsames Gefühl überkam sie, und unfähig, dieser unerklärlichen Anziehungskraft zu widerstehen, machte sie einen Schritt nach vorn. Mit erhobener Hand berührte Joanne das Licht und spürte plötzlich, wie der Boden unter ihren Füßen verschwand und die Welt um sie herum sich in ein helles Kaleidoskop aus Klängen und Farben verwandelte. Ihre Sinne waren bis zum Äußersten geschärft, doch zugleich verspürte sie eine Ruhe und ein Gefühl von Geheimnis. Sie wusste nicht, wo genau sie sich befand, aber es war aufregend. Vor ihren Augen erstreckte sich ein erstaunliches Panorama, eine Reihe von Hügeln, bedeckt mit leuchtendem Grün, und ungewöhnliche Bäume, die im Wind zu singen schienen. Die Sekunden verstrichen, aber für Joanne stand die Zeit still. Sie begriff, dass sie eine Entdeckung gemacht hatte, von der Menschen auf der ganzen Welt träumen. Die Frage war, was als nächstes zu tun sei. Dieser Fund konnte absolut alles verändern, was sie über die Welt wusste. Welche Folgen würde das für ihr gewohntes Leben und vielleicht für die gesamte Menschheit haben? Das Portal im Garten, die ersten Schritte in ein unerforschtes Universum. Kaum hatte Joanne die Schwelle der leuchtenden Umgebung überschritten, spürte sie, wie sich die Luft veränderte. Es fühlte sich an, als wäre sie in eine völlig andere Welt eingetreten. Ein sanfter Windhauch umschmeichelte ihr Gesicht und brachte Düfte mit sich, die in ihrer Welt nicht existieren konnten. Gegenüber, zwischen den unbekannten Bäumen, entdeckte sie leuchtende Blumen, mit denen ihr Garten niemals geschmückt war. Interessanterweise hatte hier alles seine eigenen Schattierungen und Formen, die zugleich vertraut und fremd wirkten. Es schien, als wäre jedes Detail in dieser Welt auf irgendeine Weise ein Spiegelbild ihrer eigenen, jedoch mit einer leichten Verzerrung, als hätte jemand mit den Parametern von Licht und Farbe gespielt. Während Joanne weiterging, bemerkte sie, dass am Rand der Bäume schemenhaft Menschen auftauchten. Oder vielmehr Wesen, die Menschen ähnelten. Sie beobachteten sie aus der Ferne, kamen jedoch nicht näher, als ob sie Angst hätten, die Grenzen zu überschreiten. Joanne zögerte lange, näher heranzugehen, doch dann überwand sie ihre Angst und ging vorwärts. Die Wesen beobachteten sie weiterhin, und in ihrem Blick lag etwas Beruhigendes. Plötzlich hörte Joanne das melodische Plätschern von Wasser und folgte dem Geräusch. Hinter den Bäumen eröffnete sich der Anblick eines kleinen Baches, dessen Wasserfall im Licht einer unbekannten Sonne funkelte. Ihr Bewusstsein schwankte zwischen dem Wunsch, diese neue Welt zu erkunden, und dem Wissen, dass sie nach Hause zurückkehren musste. Aber was, wenn diese Welt ihr Antworten auf Fragen bietet, die sie schon immer interessiert haben? In diesem Moment wurde Joanne klar, dass sie eine Entscheidung treffen musste. Hier bleiben und die Wahrheit erfahren oder zurückkehren und diese Welt für immer geheim halten. Aber was, wenn es sich doch lohnt, dieses Geheimnis zu lüften? Die Spiegelwelt. Schockierende Ähnlichkeiten und Unterschiede. Sobald Joanne die Schwelle überschritten hatte, tauchte sie in eine Welt ein, die ihr zugleich unglaublich vertraut und seltsam fremd erschien. Es war, als wäre sie in das Spiegelbild ihrer eigenen Realität eingetreten. Die Bäume, die sie umgaben, sahen fast genauso aus wie die, die in ihrer Heimatwelt wuchsen. Doch es gab Details an ihnen, die sie unterschieden. Die Rinde leuchtete in einem schwachen grünen Licht und die Blätter flüsterten in einer unbekannten Sprache. In der Ferne waren Gebäude zu sehen, deren Umrisse an ihre eigene Stadt erinnerten, aber mit einer Architektur, als wären sie direkt den Seiten eines fantastischen Romans entsprungen. Joanne setzte ihren Weg fort und stieß auf einen Pfad, der den gewundenen Weg in ihrem Garten perfekt nachbildete. Interessanterweise war der Pfad an diesem seltsamen Ort mit weichen, fast in der Luft schwebenden Steinen bedeckt. Jeder Schritt darauf ließ die kleinen Steine kaum merklich schimmern, als würden sie auf ihre Anwesenheit reagieren. Diese neue Welt beflügelte die Fantasie. Sie bemerkte, dass ihr Spiegelbild im Wasser eines kleinen Teiches ungewöhnlich aussah, als ob ihr Haar sanft wie ein Wasserstrom floss und ihre Augen in einem weichen Licht leuchteten. Als sie weiterging, begegnete Joanne einem Wesen, das man einen Menschen hätte nennen können, wäre da nicht der sanfte blaue Schimmer der Haut und die Augen, die Ruhe und Weisheit ausstrahlten. Das Wesen, das am Bach stand, nickte ihr freundlich zu und streckte ihr die Hand entgegen, um sie zur Begegnung einzuladen. Doch bevor sie einen Schritt auf es zu machen konnte, wurde ihr Blick von etwas noch Erstaunlicherem gefesselt. Mitten auf der Lichtung, umgeben von blühenden Büschen, stand ein großer, seltsamer Stein, der dem ähnelte, den sie zu Hause entdeckt hatte. Doch dieser Stein leuchtete nicht nur, sondern vibrierte auch im Takt ihres Herzschlags.
Ein Erkenntnisblitz durchfuhr Joanne, als sie begriff, dass hier alles nicht einfach ein Spiegelbild ihrer Welt war, sondern vielmehr eine Variation davon, mit minimalen, aber bedeutenden Unterschieden. Diese neue Welt könnte nicht nur ihr Leben verändern, sondern auch das Verständnis der Welt insgesamt. Joanne spürte, dass diese Welt sie geradezu einlud, sie zu erforschen, ihre Geheimnisse zu lüften und vielleicht etwas darin zu finden, das ihre Vorstellungskraft überstieg. Schmetterlinge und Wirbelstürme. Wie kleine Veränderungen unsere Realität verwandeln können. Nachdem sie in diese neue Realität gelangt war, musste Joanne unweigerlich an die Theorie des Schmetterlingseffekts denken. Denn selbst die kleinste Veränderung hier konnte ihre vertraute Welt bis ins Mark erschüttern. Sie wusste, dass jede Interaktion mit diesem Universum eine Kettenreaktion auslösen konnte, deren Folgen unmöglich vorherzusagen waren. Einer dieser Momente kam, als sie sah, wie ein kleines, libellenähnliches Wesen auf ihre Schulter flog. Seine Flügel schimmerten in allen Farben des Regenbogens und jede seiner Vibrationen wirkte wie ein kleiner musikalischer Akkord. Johann strich vorsichtig mit dem Finger über seinen Rücken und plötzlich erfüllte ein seltsames Flattern die Luft. Alles um sie herum schien in gespannter Erwartung zu verharren. Als sie in ihre eigene Welt zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Himmel einen leichten violetten Schimmer angenommen hatte, den sie zuvor nie bemerkt hatte. Nur eine Berührung dieses geheimnisvollen Wesens hatte Veränderungen in ihrer eigenen Welt ausgelöst. Vielleicht lag genau darin das Wesentliche, das chaotische Verflechten zweier Realitäten, von denen jede die andere beeinflusst. Das Wesen, das ihr gefolgt war, wirkte zufrieden mit der neuen Umgebung. Es wurde ein Teil ihres Gartens und verlieh ihm seinen eigenen Zauber und seine Geheimnisvolligkeit. Sie erkannte, dass viele Veränderungen unbemerkt bleiben konnten, aber dennoch enorme Auswirkungen haben mochten. Joanne stand an der Schwelle zu neuen Entdeckungen über die Natur des Wandels und dessen Einfluss auf ihre Umgebung. Ihr neues Wissen konnte nicht nur ihre eigene Wahrnehmung verändern, sondern auch global beide Welten beeinflussen. Die Frage blieb, wie weit diese Veränderungen gehen würden und welche endgültigen Auswirkungen sie haben würden. Die Verflechtung der Welten, unerwartete Folgen unüberlegter Handlungen. Während Joanne versuchte zu verstehen, wie die Interaktion mit dieser anderen Realität ihre eigene Welt beeinflussen könnte, stieß sie auf etwas, das ihr zuvor entgangen war. In ihrer Heimat, in ihrem eigenen Hinterhof, begannen Pflanzen zu wachsen, die es dort vorher nicht gegeben hatte. Diese neuen Blumenarten zeichneten sich durch leuchtende Farbtöne aus und verströmten einen süßen Duft, der Insekten anzog, die aus dem Paralleluniversum eingewandert waren. Es schien, als wäre die Grenze zwischen den Welten durchlässiger geworden und kleine Elemente begannen, von der einen in die andere Welt zu sickern. Doch das war nicht die einzige Veränderung. Joanne bemerkte, dass ihre Stimme anders klang als früher, als sie versuchte, mit ihrem Nachbarn zu sprechen. Er sah sie überrascht an und stellte eine Frage. Er äußerte die Besorgnis, dass ihre Sprache etwas ungewöhnlich wirke, als ob ein anderer Akzent oder eine andere Intonation aus ihrem Mund käme. Sie erkannte, dass der Einfluss der anderen Welt sich allmählich nicht nur auf die Flora, sondern auch auf sie selbst auswirkte. Vielleicht war dies eine Folge ihres Aufenthalts im Paralleluniversum und der Interaktion mit dessen Bewohnern. Gleichzeitig mit diesen Veränderungen begann Joanne zu bemerken, dass ihre Lieblingssachen und Gegenstände auf seltsame Weise ihren Platz wechselten. Zum Beispiel standen die Bücher im Regal plötzlich in chaotischer Unordnung, obwohl sie früher immer perfekt geordnet waren. Das brachte sie auf den Gedanken, dass die Verbindungen zwischen den Welten gefährlich werden könnten, wenn man sie nicht kontrolliert. Der Wunsch, mehr über diese neue Umgebung zu erfahren, wurde immer stärker. Joanne erkannte, dass sie ihre Handlungen und Entscheidungen sorgfältig durchdenken musste, um weder ihrer eigenen Welt noch dem neuen Universum irreparablen Schaden zuzufügen. Sie wurde sich außerdem bewusst, dass Wissen und Vorsicht ihre wichtigsten Verbündeten auf dieser schwierigen und spannenden Reise waren. Die Verbindung zwischen den Welten, unglaubliche Entdeckungen und ihre Folgen. Joannes ununterbrochenes Eintauchen in die Erforschung der neuen Welt führte zu unerwarteten Entdeckungen, die das Verständnis des Universums verändern könnten. Einer dieser Momente kam, als sie entdeckte, dass in dem Paralleluniversum die Zeit mit einer anderen Geschwindigkeit vergeht. Sie bemerkte, dass ihre Uhr, die sie auf einem Stein am Portal zurückgelassen hatte, eine andere Zeit anzeigte, als sie zurückkehrte. Diese zeitlichen Abweichungen warfen wichtige Fragen über die Wechselwirkung der Welten und ihren gegenseitigen Einfluss auf. Doch Joannes Entdeckungen beschränkten sich nicht nur auf den Zeitverlauf. Bald entdeckte sie, dass die Geräusche, die sie aus der Parallelwelt mitbrachte, das Flüstern der Bäume, die Melodien des Windes, in ihrer eigenen Welt deutlicher und intensiver wurden. Diese Klänge wie Melodien drangen durch den Äther und riefen außergewöhnliche Emotionen bei denen hervor, die sie hörten. Eines Tages, als sie durch ihren Garten spazierte, überkam sie die Erkenntnis: Diese Melodien öffnen die Tür zu einer anderen Art, die Realität wahrzunehmen. Bald zog Joanne die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich, die an ihrer Entdeckung interessiert waren. Sie kamen mit Ausrüstung, um die Veränderungen zu messen, die in ihrem Haus stattfanden.
Sie begannen, Anomalien, Energieschübe und Temperaturveränderungen zu registrieren, was auf Störungen in Zeit und Raum hindeutete. Die Wissenschaftler sahen darin eine Möglichkeit, die Wechselwirkung zwischen den Welten zu erforschen und zu versuchen herauszufinden, ob diese Energien genutzt werden könnten, um das Leben auf der Erde zu verbessern. Mit jeder neuen Entdeckung wurde die Frage nach den Konsequenzen immer drängender. Es stellte sich ein Dilemma. Sollte man der Menschheit dieses neue Wissen offenbaren oder es geheim halten? Joan verstand, dass ihre Handlungen eine Kette von Ereignissen auslösen konnten, die niemand kontrollieren konnte. Doch Neugier und Forscherdrang trieben sie weiter und öffneten den Weg ins Unbekannte. Trotz der Risiken setzte Joan ihre Forschung fort, im Bewusstsein, dass ihre Entdeckungen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Zukunft der gesamten Menschheit verändern könnten. Diese Verbindung zwischen den Welten, so wie sie es verstand, könnte der Schlüssel zu einem neuen Verständnis der Realität sein. Interdimensionale Gesetze, wie man sich an die neue Ordnung anpasst. Während Joan die neue Welt weiter erforschte, wurde ihr allmählich klar, dass es notwendig war, bestimmte interdimensionale Gesetze einzuhalten, die dabei helfen würden, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Der erste Schritt bestand darin, eine Karte der Umgebung zu erstellen, um die Grenzen und sicheren Wege zu bestimmen, auf denen man sich zwischen den Welten bewegen konnte. Sie markierte auf der Karte die Bereiche, in denen die Materialisierung von Objekten aus ihrer Welt die größten Veränderungen verursachte. Das half nicht nur, potenzielle Gefahren zu vermeiden, sondern auch, die Gesetzmäßigkeiten der Wechselwirkung beider Universen zu verstehen. Der nächste Schritt bestand darin, die biologischen Veränderungen zu beobachten, die mit ihrem physischen Zustand einhergingen. Joan bemerkte, dass ihre Haut nach längerem Aufenthalt im Paralleluniversum einen leichten schimmernden Farbton angenommen hatte. Dieses Phänomen erregte die Aufmerksamkeit der Ärzte, die begannen, ihre Biomarker zu überwachen und Veränderungen in ihrer DNA festzuhalten. Die Ärzte vermuteten, dass die Strahlung des Portals Mutationen ausgelöst haben könnte, die neue Möglichkeiten zur Erforschung der menschlichen Anpassung an extreme Bedingungen eröffnen würden. Joan entwickelte außerdem ein Signalsystem zur Kommunikation mit den Wesen aus der Parallelwelt. Sie entwarf einfache Licht- und Tonsignale, die es ermöglichten, Kontakt herzustellen und Informationen auszutauschen, ohne das Risiko von Missverständnissen einzugehen. Diese Kommunikationsmethoden erwiesen sich als nützlich und halfen ihr, Vertrauen aufzubauen, was zu einem Schlüsselaspekt ihrer Interaktion mit anderen Welten wurde. Mit zunehmender Anpassung an die neue Ordnung wurde Joan klar, dass ihre Entdeckungen vor äußerer Einflussnahme geschützt werden mussten. Geheime Beobachtungen des Verhaltens von Menschen und Tieren in ihrer Welt zeigten, dass die Veränderungen sowohl die Psychologie als auch das Verhalten beeinflussen konnten. Sie erkannte, dass selbst kleine Eingriffe unvorhergesehene Folgen haben können. Der Prozess der Integration der Gesetze beider Welten wurde nicht nur zu ihrer persönlichen Herausforderung, sondern auch zu einer gemeinsamen Aufgabe für diejenigen, die mit ihren Entdeckungen verbunden waren. Joan beschloss, dass Wissen und Verständnis ihre wichtigsten Helfer auf dieser unbekannten Reise sein würden. Sie übernahm die Verantwortung für die Wahrung des Gleichgewichts zwischen den Welten, im Bewusstsein, dass dies ein Schritt zur Schaffung einer neuen Ära der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses war. Das Wissen, das sie angesammelt hatte, konnte das Fundament für ein harmonischeres Zusammenleben der Menschheit und des neuen Universums bilden. Die Reaktion der Gesellschaft, Panik oder eine neue Entwicklungsstufe. Die Nachricht von Joans Entdeckung verbreitete sich schnell in den umliegenden Gebieten und löste sowohl heftige Diskussionen als auch Angst unter den Menschen aus. Einige sahen darin ein ungünstiges Omen und befürchteten, dass das unbekannte Phänomen zu katastrophalen Folgen führen könnte. Gleichzeitig verspürten andere eine unerklärliche Begeisterung bei dem Gedanken an eine neue Entwicklungsstufe, die ihr Leben zum Besseren verändern könnte. Panik ergriff einige Bewohner, die sich um die Sicherheit ihrer Familien sorgten und mögliche Bedrohungen aus dem Paralleluniversum vermuteten. Manche begannen sogar, Schutzräume zu bauen oder nach Möglichkeiten zu suchen, sich vor den vermeintlichen Gefahren zu schützen, die vom Portal ausgingen. Doch unter der Welle der Aufregung gab es auch jene, die in dieser Entdeckung enorme Perspektiven sahen. Sie hofften, dass das Portal Zugang zu neuen Technologien und Wissen eröffnen könnte, die die aktuellen Lebensbedingungen auf der Erde erheblich verbessern würden. Diese Menschen begannen, sich in kleinen Gruppen zusammenzuschließen, um dieses Phänomen zu erforschen und Joan bei ihren Untersuchungen zu unterstützen. Ihr Interesse wurde nicht nur durch den Durst nach neuem Wissen angefacht, sondern auch durch die Möglichkeit, Pioniere bei der Erschließung des Unbekannten zu werden. Es entstanden öffentliche Diskussionen, in denen sowohl die potenziellen Gefahren als auch die Vorteile der Interaktion mit dem Paralleluniversum erörtert wurden. Es wurden Stimmen laut, dass Joans Entdeckung nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance für die gesamte Menschheit sein könnte, ihre Fähigkeiten zur Anpassung und zum Überleben weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Menschen blickten neugierig auf die neue Möglichkeit, die ihr Leben für immer verändern könnte. Diese Ereignisse lösten eine ganze Reihe gesellschaftlicher Veränderungen aus und weckten das Interesse an Wissenschaft und Forschung.
Die Zahl der Studierenden, die sich an den Universitäten für Naturwissenschaften entschieden, stieg in der Hoffnung, künftig an der Erforschung paralleler Welten teilzunehmen. Dies war der Beginn einer neuen Ära, einer Epoche, in der die Gesellschaft gezwungen war, ihre Grundsätze zu überdenken, gewohnte Dogmen in Frage zu stellen und aktiv nach Antworten auf die entstehenden Fragen zu suchen. So fiel die Reaktion der Gesellschaft auf die Entdeckung des Portals vielfältig aus. Panik stand neben Hoffnung, doch eines war offensichtlich: Die Welt konnte nicht mehr die alte bleiben. Die Menschen standen an der Schwelle zu einer neuen Ära, und die Reaktion jedes Einzelnen konnte der Schlüssel zur Bestimmung der Zukunft nicht nur ihrer eigenen Welt, sondern des gesamten Universums sein. Wissenschaftler und Regierung. Wer wird die Kontrolle über das Portal übernehmen? Gerüchte über das Portal in Jones Hinterhof erreichten nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die höchsten Regierungskreise. Schon bald trafen Regierungsvertreter bei ihr ein, die daran interessiert waren, das neue Phänomen zu untersuchen. Sicherheitsdienste begannen, Zäune um Jones Grundstück zu errichten, um das Portal vor neugierigen Blicken zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten. Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsinstituten wurden eingeladen, um das Portal und seinen Einfluss auf ihre Realität zu untersuchen. Sie installierten Laborausrüstung, um Energie und andere physikalische Parameter zu messen, um zu verstehen, wie das Portal funktioniert und ob es möglich ist, es zu kontrollieren. Die Wissenschaftler, die an dem Projekt arbeiteten, stürzten sich mit großem Enthusiasmus in die Erforschung des Portals. Sie begannen, Veränderungen in der Atmosphäre um das Portal herum zu dokumentieren und analysierten die von den Sensoren gelieferten Daten. Fachleute aus verschiedenen Bereichen waren sich einig, dass die Erforschung des Portals neue Horizonte für die Wissenschaft eröffnen könnte, einschließlich Möglichkeiten für interdimensionale Reisen und neue Energiequellen. Doch die Frage, wer die Kontrolle über das Portal haben würde, blieb offen, da die Regierung bestrebt war, es in ihren Händen zu behalten, aus Angst vor Informationslecks und unkontrollierter Nutzung. Inzwischen entbrannten auch Streitigkeiten über den rechtlichen Status des Joan-Geländes. Einige Organisationen vertraten die Ansicht, dass das Land, auf dem sich das Portal befindet, dem Staat gehören und unter seiner Gerichtsbarkeit stehen sollte. Joan hingegen bemühte sich, die Kontrolle über das Eigentum zu behalten und argumentierte, dass ihre Entdeckung eine persönliche Leistung sei und sie das Recht habe, an den Forschungen teilzunehmen. Schließlich wurde eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit getroffen, die es Joan ermöglichte, mit wissenschaftlichen Gruppen zu interagieren und ihre Beobachtungen und Ideen einzubringen. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse begann die Regierung, über eine potenzielle Nutzung des Portals zu militärischen oder wirtschaftlichen Zwecken nachzudenken. Es begann die Ausarbeitung von Plänen, das Portal für strategische Verlegungen und die Gewinnung seltener Ressourcen aus der Parallelwelt zu nutzen. Solche Absichten riefen Besorgnis in der Öffentlichkeit und der wissenschaftlichen Gemeinschaft hervor, die befürchteten, dass der unkontrollierte Einsatz der Technologie zu katastrophalen Folgen führen könnte. So begann der Kampf um die Kontrolle über das Portal, ein Symbol für neue Entdeckungen und eine sich verändernde Welt. Joan und die Gesellschaft wurden in diesen Prozess hineingezogen und erkannten, dass ihre Handlungen die zukünftige Interaktion mit einer anderen Realität bestimmen könnten. Die Zukunft der Beziehungen. Wie lebt man, wenn das Paralleluniversum so nah ist? Mit der Entdeckung des Portals im Hinterhof von Joan eröffneten sich völlig neue Möglichkeiten, die Beziehungen zum Paralleluniversum zu erforschen. Die Menschen begannen darüber nachzudenken, wie man leben kann, wenn eine solche Realität so nah ist. Zuerst stellte sich die Frage nach der Sicherheit. Wie kann man sich vor möglichen Einflüssen schützen und wer wird die Interaktion zwischen den Welten kontrollieren? Die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Regierung schlossen sich zusammen, um Sicherheits- und Kontrollsysteme zu entwickeln, die ein stabiles Bestehen beider Welten gewährleisten können. Es wurden Kommissionen zur Erforschung interdimensionaler Wechselwirkungen eingerichtet, die versuchten, neue Protokolle zu etablieren. Während einige Menschen bestrebt waren, das neue Universum zu erforschen und zu verstehen, begannen andere, eigene Theorien und Vermutungen über seinen Einfluss auf die bekannte Realität aufzustellen. Beliebt wurden Ideen über die Möglichkeit von Reisen und die Nutzung paralleler Welten zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf der Erde. Die Menschen diskutierten begeistert über die Möglichkeit, neue Technologien zu erschließen und Ressourcen zwischen den Welten auszutauschen. Bald entstand eine Bewegung, die zu friedlicher Zusammenarbeit und Wissensaustausch aufrief. Sie sahen in dem Paralleluniversum nicht nur eine Quelle neuer Möglichkeiten, sondern auch einen potenziellen Partner für Entwicklung und Wachstum. Die Einführung neuer Technologien und Ansätze für die Zusammenarbeit wurde zum Hauptziel vieler Enthusiasten, die bestrebt waren, eine Brücke zwischen den Welten zu schlagen. Die Gesellschaft begann zu erkennen, dass das Paralleluniversum eine Schlüsselrolle in ihrer Zukunft spielen könnte, indem es sich vom Unbekannten zu einem bewährten Verbündeten wandelte. Mit der Verbreitung von Informationen über das Paralleluniversum begannen die Menschen, sich an die Existenz einer anderen Welt zu gewöhnen, und dies wurde Teil des Alltags.
Sie betrachteten es als Teil des gemeinsamen Erbes der Menschheit, das einen verantwortungsvollen Umgang und Respekt erfordert. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära, in der das benachbarte Universum keine Bedrohung mehr darstellte, sondern zur Quelle neuer Entdeckungen und Möglichkeiten wurde. Die Menschen erkannten, dass das Paralleluniversum, das so nah war, zum Schlüssel für ein harmonischeres Zusammenleben und eine bessere Entwicklung werden könnte.